Think Tank, State, Structure and Future of Streaming. Presented by Sphere Radio, Work Collective and Hitness Club. Ja, willkommen zum 4. Tag unseres Think Tanks State Structure and Streaming, State Structure and Future of Streaming. Heute wird es um die technische Dimension gehen. Und zwar wollen wir schauen, wie wir die ganzen politischen und ökonomischen und gesellschaftlichen Dimensionen, die wir in den letzten Tagen, mit denen wir uns in den letzten Tagen beschäftigt haben und ziemlich viele Anstöße dafür bekommen haben, wollen wir schauen, wie wir die technisch implementieren und umsetzen können. Und da wird es heute auch sehr viele Inputs dazu geben und viele Denkanstöße. Wir haben heute einen Input mehr als an den letzten Tagen. Das heißt, heute Morgen wird es losgehen mit einem Input von Franz. Er wird das sage ich euch gleich noch. Den Titel werde ich gleich anmoderieren. Danach, wie immer, kurz zu Fragen und Brainstorming, wobei wir da keine Pause dazwischen machen, zwischen den Fragen und dem Brainstorming. Wir machen dann erst um 11.25 Uhr Pause und danach gibt es heute Morgen einen zweiten Input von Alexa Steinbrück. Der Titel ist Demokratisierung von KI und ML mit einem Fokus auf Film und Video. Und dann wird es auch nochmal eine Fragen- und Brainstorming-Runde ohne Pause geben. Und um 12.30 Uhr haben wir dann eine Stunde Mittagspause. Und danach macht Sebastian Stickert, Music in Extended Realities, technologische Herausforderungen und Potenziale und dann natürlich auch wieder Fragen und Brainstorming, nochmal eine Pause und einen vierten Input von Jakob Gruhl vom ZIMT, Einführung in 3D-Audio und immersive Streaming-Lösungen. Und danach natürlich auch wieder Fragen und Brainstorming. Also das heißt, dass heute sind doppelt so viele Inputs. Das heißt, wir haben immer weniger Zeit zum Brainstormen und wir machen immer keine Pause zwischen den FAQs und den Besprechungen. Das ist das, was heute anders ist. Und dann gehen wir auch gleich zum ersten Input. Den macht jetzt Franz Heinzmann. Wie kann eine dezentrale Medienplattform funktionieren und warum gibt es das noch nicht? Technische und organisatorische Aspekte von Peer-to-Peer-Netzwerken. Und um euch Franz noch kurz vorzustellen, Franz kommt aus Freiburg und er hat dort Politik studiert und arbeitet bei Radio Dreieckland als Techniker und kann programmieren. Deine Bühne. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung erstmal und für die Organisation dieser ganzen Veranstaltung. Ja, der Titel ist ja recht lang, dezentrale Plattformen für Community Media, technische und organisatorische Aspekte von Peer-to-Peer-Architekturen und Community-Owned Technology, habe ich das Ganze mal genannt. Und es soll darum gehen, wie denn zeitgemäße, gute, wie wir es haben wollen, Formen aussehen können, um Inhalte online zu publizieren und zu verbreiten und zu teilen. Ich habe ja so, ich glaube, 20 Minuten. Das heißt, ich werde einige Dinge relativ knapp anreißen und wir können dann gerne in der Diskussion auf die Sachen, die euch interessieren, weiter eingehen. Es ist ein großes Feld, über das man natürlich sehr lange sprechen könnte. Genau, und wenn aber in meinem Vortrag was zwischendrin, das ist ja bei so technischen Themen, das ist ja teilweise leicht der Fall, was ganz unklar ist, könnt ihr euch gerne auch einfach kurz die Hand heben oder so, dann kann ich Begriffe oder so nochmal erklären. Ich werde aber versuchen, das Ganze relativ wenig technisch zu halten und gerade technische Sachen können gerne nachher oder auch mit Einzelnen nochmal vertieft werden. Ja, genau. So, ich habe hier mal so ein paar Logos auf die erste Folie gemacht, um so einen kleinen Bogen zu spannen, auf den ich dann in den einzelnen Aspekten, die ich gleich behandeln werde, immer so ein bisschen kontrastieren werde. Also wir haben ja seit einiger Zeit so die Situation, dass es die ganzen großen Plattformen gibt, die ich hier mal mit Big Tech übertitelt habe. Ihr kennt die alle, YouTube, Soundcloud, Spotify, Facebook, Twitter, Netflix und so weiter und so fort. Eben diese ganzen großen Player, große Plattformen.
Auf der anderen Seite haben wir so einen Gegenpol, wenn man so will, nämlich die Organe, in denen aus unseren Kreisen im erweiterten Sinne auch, also mit uns meine ich jetzt sowas wie freie Radios, wie Kulturinitiativen, PodcasterInnen und so weiter, also alles, was sich aus eher so einer Indie-Ecke oder wie auch immer nicht ganz institutionalisiert bewegt. Da wird klassischerweise, wenn man die Sachen selber machen will und sich nicht nur auf die großen Plattformen, wo ja vieles dafür spricht, da kommen wir gleich dazu, verlassen will, meistens in einer klassischen Website veröffentlicht. Ich habe hier mal als Beispiel das freie Radionet als Screenshot hingemacht. Also eine klassische Website, meistens irgend sowas wie WordPress oder sonst so ein System, das noch relativ leicht zu bedienen ist, also wo schon verschiedene Leute veröffentlichen können, aber das erstmal recht für sich stehend ist und ja, im Grunde sich relativ wenig in den letzten 10, 15 Jahren verändert hat. Hier freie Radiosnet zum Beispiel gibt es, glaube ich, schon seit über 20 Jahren jetzt in mehr oder weniger derselben Form. Also das Design hat sich mal aktualisiert, aber so vom Grundaufbau und so ist es recht unverändert. Genau, und als drittes habe ich euch hier noch ein paar Logos von den Sachen, wo wir dann nachher ein bisschen drüber sprechen werden, drauf gemacht, nämlich, ich habe es mal hier Peer-to-Peer-Tech genannt, also Protokolle und Ansätze, die vor allem auf erstmal so einer recht grundlegenden Ebene den Datenaustausch übers Internet anders gestalten wollen, vor allem diese Abhängigkeit von Servern reduzieren. Dazu aber später mehr. Als erstes werde ich jetzt anhand von, ich glaube, 5 oder 6 Aspekten so ein bisschen vor allem diesen Kontrast zwischen den großen Plattformen und unseren eigenen Kanälen so ein bisschen darstellen, was da jeweils quasi die Vor- und Nachteile sind, um dann jeweils ein bisschen drauf zu kommen, wie denn für eine zukünftige Form der Publikation im Internet man sich quasi die positiven Aspekte aus beidem vielleicht rausnehmen will und aber vieles auch weglassen jeweils. Genau. Wir fangen an mit dem Grundsätzlichsten, wenn es um Medienpublikationen geht, nämlich Inhalte, also Medien vor allem im Internet teilen und speichern. So, da haben wir auf der einen Seite die großen Plattformen, die wir gerade genannt haben. Das Gute sozusagen daran ist, ihr kennt das alle, ein Video auf YouTube hochlädt, dann funktioniert es einfach erstmal und ist damit online zugänglich und zwar für ziemlich viele Leute und überall tut es auch eigentlich einfach und auf allen Plattformen und auf allen Geräten, so mehr oder weniger. Das ist nämlich schon mal was in unseren eigenen Kanälen oft schon schwieriger ist. Also bei Audio geht es noch relativ leicht, aber sobald es an Video geht, ich weiß nicht, ob das jemand mal für euch versucht hat, aber wenn man einfach ein Video auf eine Website lädt, dann kann man nicht damit rechnen, dass das überall funktioniert. Da gibt es dann verschiedene Formate und man muss sich schon ziemlich weit reinfuchsen und Technik aufsetzen und so, um selber Videos zu veröffentlichen. Genau. Ein anderer Aspekt aber ist, wenn ich jetzt auf den großen Plattformen veröffentliche, dann hat es auch ganz direkte Nachteile. Man muss relativ viele Rechte meistens abgeben, also die Lizenzbedingungen sind recht unterschiedlich, aber in den freien Radios zum Beispiel haben wir bei Spotify sehr viele Diskussionen gehabt, ob das denn überhaupt adäquat ist, da zu veröffentlichen, weil man eben recht weitreichende Rechte an Inhalten abgibt. Bei YouTube ist es zum Teil ähnlich. Und dazu kommt, die Sachen sind zwar erstmal online und funktionieren überall, aber wie lange diese Sachen online bleiben und für wen sie wirklich verfügbar sind, das hat man überhaupt nicht mehr in der Hand. Also wir haben ja im Moment zum Beispiel die Diskussion, habt ihr sicher alle mitbekommen, dass immer mehr Big Tech-Konzerne anfangen, sich für russische KundInnen zu sperren. Jetzt ganz unabhängig von konkreten politischen Einschätzungen zu der Lage, zeigt es ja doch, dass man da überhaupt nichts selbst in der Hand hat. Also die Nutzungsbedingungen dieser großen Plattformen, die können sich am laufenden Band ändern. Wenn ich da was veröffentliche, kann ich mich nicht darauf verlassen, dass das auch in 2 Jahren überhaupt noch online ist und auch nicht für wen das online ist. Das sieht ein bisschen anders aus, wenn ich die Sachen selber mache. Da habe ich da deutlich mehr Kontrolle drüber. Natürlich gibt es auch Einschränkungen. Man hat das Internet nie ganz in der Hand, aber erstmal, wenn Sachen da online sind, muss es schon recht spezifische Maßnahmen geben, dass Sachen nicht mehr verfügbar sind. Aber andererseits haben wir bei der Selbstpublikation in einfachen Webseiten ein anderes Problem. Und zwar, auch wenn das alles erstmal gut funktioniert, man sagt immer, das Internet vergisst nicht. Das stimmt aber so leider auch nicht. Also
Es gibt genug Projekte, die viel Arbeit in Sachen gesteckt haben, viele Inhalte zusammengetragen haben, online veröffentlicht haben. Da hat sich die Gruppe aus welchen Gründen auch immer irgendwann aufgelöst. Dann blieb die Website noch ein paar Jahre online. Dann hat der letzte Website-Admin irgendwann auch keinen Bock mehr gehabt oder anderes gemacht. Und dann sind die Sachen auch wieder weg, wenn man die Hosting-Rechnung nicht bezahlt oder der Anbieter, wo man das hat, es irgendwann nicht mehr gibt oder so. Also bei dieser Selbstpublikation ist man auch komplett selbst dafür verantwortlich, also jetzt auch in einem kollektiven Sinne, aber erstmal als Projekt dafür zu sorgen, dass die Sachen online bleiben. Und das ist ein Problem, gerade für kleinere Initiativen, die vielleicht keine institutionelle Förderung haben und keine derartige Stabilität, um da auf Dauer für zu sorgen. Und auch alles, was sonst so mit dranhängt, zum Beispiel Backups, ist auch ein großer Aufwand, der gerade bei kleinen Sachen oft nicht passiert. Und das führt auch immer wieder dazu, dass Sachen dann verschwinden. Ja, wie könnte das anders aussehen, um Inhalte zu veröffentlichen? Ein Aspekt, der da recht viel verfolgt wird oder den ich auch sehr interessant finde, zielt darauf, dass wenn man Inhalte in einer Form veröffentlichen würde und die entsprechenden Tools hätte, dass es leicht möglich ist, so eine Sammlung von Inhalten, also nehmen wir zum Beispiel als Beispiel mal vielleicht die Recordings hier von der Konferenz hier an diesen Tagen, die werden jetzt ja wahrscheinlich von Sphere und von Hitness nach der Konferenz die Aufzeichnungen auf der Website veröffentlicht, vielleicht auch auf YouTube, oft auch beides oder ich weiß nicht, Simon schüttelt den Kopf, nicht auf YouTube, also auf der eigenen Website. Genau, und da haben wir jetzt, wie gesagt, das Problem, wir wissen nicht, was mit Sphere in ein paar Jahren ist. Wir wünschen Ihnen alle das Beste, aber verlassen darauf, dass die jetzigen Sphere-Website-Admins auch dafür sorgen, dass die Inhalte noch in 10 Jahren da sind, ist schwierig natürlich. Genau, und ein Ansatz könnte sein, wenn wir das in einer Form hinkriegen, Tools zu bauen, das zu veröffentlichen, dass es leicht möglich ist, so eine komplette Sammlung zu replizieren, also zu spiegeln auf eine andere Instanz. Dann, und wir da ein Netzwerk hinkriegen zwischen verschiedenen Gruppen und Initiativen, die sich quasi gegenseitig damit unterstützen, dass Inhalte repliziert werden, dann kann es die Wahrscheinlichkeit, dass Sachen dauerhaft online bleiben, deutlich erhöhen. Also sowas wie so kollaborative Backups, Dateien, Repositories, also Sammlungen von Dateien replizieren zwischen verschiedenen Instanzen. Das wäre ein Aspekt, auf den ich gleich beim technischen Teil noch mal ein bisschen mehr eingehen würde. Das gilt nicht nur für die Inhalte, also für die Mediendateien selbst, sondern vor allem auch für die Metadaten. Und da kommt noch dazu, dass es umso einfacher ist, wenn man es hinkriegt, sich in den erweiterten Kreisen, in denen man sich so bewegt, auf so ein paar Standards zu einigen, wie solche Metadaten vorliegen, also sagen wir, Titel von Videos, Beschreibungstext, Daten und so. Da gibt es x Möglichkeiten, das Ganze zu machen. Wenn man es hinkriegt, dass man sich da ein bisschen einigt und auf ein Protokoll einigt, wie man diese Sachen austauscht, kann man nämlich noch was anderes Schönes machen, dass man Metaseiten bauen kann, dass ich zum Beispiel eine Seite bauen kann, auf der ich Inhalte von Hitness, von Sphere Radio und von zum Beispiel Media CCC, was ja so das große Videoarchiv vom Chaos Computer Club ist, was ihr vielleicht kennt mit den ganzen Vorträgen, dass ich eine Seite bauen könnte, die so verschiedene Inhalte zusammenträgt. Und damit kann ich was erzielen, wo nämlich immer noch die großen Plattformen doch einen nicht unbeträchtlichen Vorsprung haben. Dass ich nämlich mich über solche kleinen Inseln hinweg Reichweite schaffen kann. Wir haben ja schon mal kurz über Reichweite hier gesprochen und es ist ein schwieriges Thema. Hier fiel auch oft, dass man gar nicht so sehr auf die große Reichweite zielt, aber sich gegenseitig Publikum zuzuschieben, sag ich mal, ist, denke ich, was für alle hier irgendwie eine Rolle spielt. Und gerade auch bei Nischenthemen. So, also wenn ich hier so eine kleine Freakshow auf irgendeinem kleinen Sender mache oder sowas, wo ich weiß, ich habe kein großes Publikum, sondern da gibt es halt ein paar andere Freaks, die das interessiert oder so. Gerade da ist es ja umso spannender, es hinzukriegen, über die Grenzen von der eigenen direkten Reichweite hinaus mit Leuten, die sich für ähnliche Sachen interessieren, irgendwie connecten zu können. Und das funktioniert ja, da kommen wir auch quasi zum nächsten Thema, das ich hier mal Filterblasen, Feeds und Recommendation genannt habe. Das funktioniert ja auf den großen Plattformen erstaunlich gut teilweise. Also
Den ganzen Kritikteil lasse ich jetzt ein bisschen weg. Ich glaube, der ist euch so weit vertraut in ein paar Sätzen. Der kritische Teil an den Geschichten bei den großen Plattformen ist, wir haben da Algorithmen, die quasi euch die Feeds zusammenstellen, wenn ihr auf eure Twitter-Startseite oder auf einen YouTube-Suchbegriff oder so geht. Und diese Algorithmen, was da nach oben rückt und was da nach unten rückt, die habt nicht ihr in der Hand, sondern die werden von den Plattformen designt nach Maßgaben, die vor allem darauf zielen, die Werbeprofite zu maximieren und die Verweildauer auf den Plattformen zu maximieren, was doch was anderes ist, als irgendwie man sich selber so vorstellen würde, dass es da wirklich darum geht, vielleicht auch ungewöhnliche Inhalte zu finden oder die nur am Rande mit dem Thema, wo man gerade ist, zu tun haben, aber und so weiter. Aber was doch ganz gut funktioniert bei den großen Plattformen, ist diese Filterblasen auch nutzen zu können. Ne? Also ihr kennt es, wenn man irgendwie seine Likes und Follows irgendwie mal entsprechend gesetzt hat auf so einer Plattform, dann funktioniert es doch oft recht gut, dass man dann Inhalte auch zugespielt kriegt, auf die man sonst gar nicht so gekommen wäre. Also so das klassische Prinzip, mein Freund hat etwas geteilt oder die Seite, der ich followe, hat etwas von einer anderen Seite wieder gepostet. Das funktioniert ja schon, gerade für auch eben so kleinere Themen. Und das ist was wir in unseren Kontexten mit unseren einfachen Websites erstmal viel, viel weniger haben zurzeit. Früher war das ein bisschen gängiger, würde ich fast sagen. Also es gab mal sowas, das hat sich Blogosphäre genannt, also wo so verschiedenste Online-Blogs viel untereinander hin und her verlinkt haben und aufeinander verwiesen haben. Das ist auch aus verschiedenen Gründen, auf die wir jetzt, glaube ich, nicht so genau eingehen können, so ein bisschen verschwunden. Das gibt es heute viel weniger. Es läuft fast alles über die großen Plattformen. Es führt aber auch dazu, dass wenn man jetzt nur auf seiner eigenen Website veröffentlicht, es deutlich schwieriger ist, dass andere Leute, die das Projekt vielleicht noch nicht kennen, da überhaupt erstmal hinfinden. Genau. Also das ist auch ein Feld, wo es sehr spannend wäre, sich auf Protokolle einigen zu können und zu verwenden, wo man wieder so Inhalte von verschiedenen Sachen vereinigen kann, um dann zum Beispiel solche Recommendation-Algorithmen selber machen zu können. Also selber in dem Sinne, dass es transparent ist und man sich kollektiv irgendwie darüber austauschen kann, wie sowas funktionieren sollte. Weil gerade so dieses Prinzip, was ich gerade schon meinte, dass ich Empfehlungen kriege dadurch, dass ein Algorithmus abgleicht, was anderen Leuten, die ähnliche Interessen haben wie ich, noch so angeschaut haben. Das macht ja viel Sinn, wenn es darum geht, Inhalte zu finden, auf die ich Lust habe. Genau. So, da kommt dann noch dazu, wenn man so will, ein bisschen der Gegenpol davon, nämlich Moderation und Zensur. Das wird dann zum Thema, sobald man irgendwie User-Generated Content zulassen will, also Kommentare oder alles, sage ich mal, was vielleicht über einen einfachen Like hinausgeht oder so. Auf den großen Plattformen wisst ihr auch, wie das im Groben funktioniert wahrscheinlich. Da gibt es schlecht bezahlte KlickarbeiterInnen, die Inhalte scannen und entsprechend filtern nach den Maßgaben der Plattform, unterstützt von diversen sogenannten künstlichen Intelligenzalgorithmen, die quasi wie so vorfiltern, versuchen sexualisierte Inhalte, Gewaltinhalte oder so zu erkennen oder auch Hate Speech zu erkennen. Oft dann eben nochmal manuell gefiltert. Es gibt noch solche Meldesysteme und so. Aber das große Problem erstmal wieder, man hat es nicht in der Hand. Es kommt von den Plattformen selbst. Die Alternative ist, komplett selber zu machen, irgendwie einen eigenen Kommentarbereich, hat, sobald man mal größer wird, ein großes Problem, dass es verdammt viel Arbeit ist, wenn man wirklich da Inhalte von UserInnen hat, die filtern muss und so weiter. Auch da könnte ein spannender Ansatz sein, sich quasi gegenseitig darin unterstützen zu können. Also, dass wenn ich Inhalte von einer anderen Plattform übernehme, dass ich dann die Moderationsentscheidungen, die da so getroffen werden, mit übernehmen kann oder auch nicht. Also dass Moderation wie so ein Extra-Layer über dem Inhalt ist, den ich verschiedentlich anpassen kann. Also dass ich quasi so die vorhandenen Beziehungen, das ist nämlich ein großer Vorteil, den wir, glaube ich, haben. Wir haben soziale Strukturen, in denen es irgendwie eine Auseinandersetzung darum gibt, welche Inhalte wo erscheinen sollen und welche nicht. Es ist ja immer so ein Widerspruch zwischen irgendwie einer Freiheit zur Meinungsäußerung und andererseits, dass man natürlich viele Sachen auch nicht auf seinen Plattformen haben will, Hate Speech, Nazis und so weiter. Das muss aber ja sozial ausgehandelt werden irgendwie, das kann ja niemand einem abnehmen. Und da aber sich gegenseitig quasi unterstützen zu können, da gibt es so Ansätze von geteilten Blocklisten zum Beispiel. Es gibt auch so Ansätze, dass ich sage, ich folge den Moderationsentscheidungen von Sphere oder von Hitness und von einer anderen Plattform, wo ich vielleicht Inhalte übernehme, aber deren Moderationsentscheidungen will ich nicht folgen, weil ich die nicht wirklich kenne oder so. Also so eine quasi, es wird teilweise Trust-Based Delegation of Moderation genannt, also dass ich
nach so verschiedenen Trust-Scores gegenüber anderen Instanzen dann die Moderation übernehmen kann, sind so Ansätze in die Richtung, die da spannend sind, weiter zu verfolgen. So. Ja, Barrierefreiheit und Zugangsoffenheit, das würde ich ganz kurz halten, da haben wir ja schon einiges zu gehört. Da gilt nur auch erstmal, dass, auch wenn man es vielleicht so gar nicht wahrhaben will, oft erstmal die großen Plattformen Vorteile haben gegenüber unseren kleinen Websites, einfach weil die in ihrer Größe oft, auch nicht alle, aber oft doch einiges an Ressourcen in Barrierefreiheit gesteckt haben, also dass Leute mit Einschränkungen verschiedener Arten trotzdem gute Möglichkeiten haben, auf die Inhalte zuzugreifen. Da gilt für uns, das muss einfach im Fokus bleiben und wenn man da neue Sachen baut, macht es sehr viel Sinn, da von Anfang an drauf zu achten. Lernfähige Systeme und künstliche Intelligenz ist auch so ein Bereich, wo die großen Plattformen viel machen, also bei den Algorithmen, aber auch bei Sachen wie automatischem Labeling von Inhalten, automatischen Übersetzungen, automatischer Untertitelung. Was ja oft erstmal Features sind, die durchaus Sinn machen, also auch gerade für unsere Bereiche, sowas wie automatische Untertitelung plus automatische Übersetzung kann eine riesige Erleichterung sein, um Inhalte zugänglich zu machen. Also auch wenn jetzt so eine komplett automatische Untertitelung und Übersetzung vielleicht nicht so gut ist, dass man irgendwelche Radio-Features so voll mitverfolgen kann in einer anderen Sprache, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik vielleicht teilweise, aber überhaupt gerade für Leute, die eine Sprache nur ein bisschen können oder so, das zu erleichtern oder da reinzukommen, macht da vieles, glaube ich, für uns auch sehr viel Sinn. Und auch da gilt, es gibt schon einige Grundlagen, die zugänglich zu machen quasi, würde auch dann viel leichter werden, wenn wir so einen gemeinsamen, sage ich mal, Toolset oder Standards haben, dass wenn dann so eine Instanz irgendwo läuft, die das bereitstellen kann, automatische Übersetzung, Untertitelung oder solche Sachen, dass es dann wiederum von verschiedenen genutzt werden kann, weil für jedes kleines Projekt sich so ein System aufzusetzen oder zu bauen, ist natürlich viel zu umfangreich. So. Das war jetzt so dieser kleine Ritt durch so die Bereiche, über die man, glaube ich, sinnvoll sprechen kann und wo man sich sinnvoll austauschen kann. Jetzt würde ich noch, wie viel Zeit habe ich denn noch? Okay, gut. Dann mache ich einfach erstmal weiter. Genau, das war jetzt ein relativ schneller Ritt über so ein paar Bereiche, glaube ich, anhand denen man sinnvoll diese Felder diskutieren kann. Soll auch so ein bisschen dazu dienen, den Blick vielleicht zu öffnen von so diesen ganz tiefen technischen Sachen, um die so oft gesprochen wird, auch wenn es um sowas wie Peer-to-Peer oder dezentrale Systeme und so geht. Genau, weil spannend, glaube ich, hier zu diskutieren wird vor allem sein, was sind denn eigentlich Ansätze, die für uns Sinn machen? Also wo wollen wir denn hin damit? Wie soll das nachher für sowohl die Publisher als auch die Konsumierenden aussehen? So eine soziale Struktur, die ja in sowas auch abgebildet ist. Und dann kann man dahin kommen und sich überlegen, ja, wie soll denn sowas jetzt technisch funktionieren? Und da würde ich jetzt einfach so ein paar grundlegende Momente, so des Stands der Dinge, wie man da gerade drüber nachdenkt, auf einer technischen Ebene versuchen hier reinzuwerfen. Ihr seht hier so ein sehr klassisches Bild, das kommt aus irgendeinem Informatik-Lehrbuch aus den 60ern, glaube ich, und wird, oder ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht von wann, müsste ich nachschauen, wird sehr, sehr viel zitiert. Das sind 3 Formen von Netzwerkarchitekturen. Ihr seht links die zentralisierte Architektur. Ist recht leicht zu verstehen. Man hat ganz viele Knotenpunkte oder Endgeräte, Computer, Server, irgendwas, die mit einer zentralen Instanz sprechen. Also das klassische Ding wäre, man hat einen Server, der irgendwo steht, auf dem läuft Software, die Daten austauscht und verarbeitet und speichert und dann sprechen alle damit. Daneben habt ihr das sogenannte dezentrale Modell. Da können auch so Knotenpunkte untereinander miteinander sprechen. Ein klassisches Beispiel dafür wäre sowas wie E-Mail. Ihr könnt ja eine E-Mail von RiseUp nach Google Mail schicken, ohne dass das ein Problem ist. Und da sprechen dann die Server von RiseUp und Google Mail über ein gemeinsames Protokoll miteinander. Das macht das Ganze dezentral und erweiterbar. Das heißt, ihr könnt jetzt jederzeit quasi ein neuer Knotenpunkt irgendwo dazukommen, der dann mit den anderen sprechen kann. Aber die letztlichen User sprechen nicht direkt miteinander, sondern immer noch mit einem Server zwischendrin.
Und ganz rechts habt ihr das, was hier Distributed Networks genannt wird, das, was auch oft dann als Peer-to-Peer bezeichnet wird, was bedeutet, dass wirklich tatsächlich alle Geräte in einem Netzwerk miteinander sprechen können. Das ist als Eindruck hier drin, weil man das auch nicht nur auf der streng technischen Ebene so betrachten kann, sondern auch auf ein bisschen auf einem höheren Level angesiedelten Ebene. Die ganzen großen Plattformen, die funktionieren nach dem Modell ganz links. Also da gibt es zwar auch teilweise Schnittstellen, wo man mit anderen Tools damit sprechen kann, aber YouTube oder Twitter oder so, es ist ein zentralisiertes Moment, wo alles dann hinläuft. Intern in der technischen Architektur dieser großen Plattformen funktionieren die oft schon eher wie diese beiden anderen Modelle. Die sind ja globally distributed, also die haben Server auf der ganzen Welt, um für die ganze Welt in Millisekunden erreichbar und abrufbar zu sein. Aber diese Architektur, die sie da ja alle gebaut haben, sich über die Jahre, was man oft dann als Hyperscaling oder eben also Cloud-Architektur in einem globalen Sinne bezeichnet, die sind intern. Also da kann ich nicht mitmachen. Ich kann mich nicht irgendwo reinklinken und meine eigene Twitter-Node betreiben oder so. Das machen die selber. Die sind groß genug quasi, um über die ganze Welt hinweg sich so eine Architektur zu bauen. Aber nach außen sind sie komplett zentralisiert. Genau. Und was eben für uns also spannend ist genau solche Architekturen zu öffnen, dahingehend, dass wir eher nach diesen beiden anderen Modellen funktionieren. Also das würde eben heißen, dass es Protokolle braucht, die zwischen verschiedenen Knotenpunkten in so einem Netzwerk Daten austauschen können, Metadaten und Inhaltsdaten. Wenn es sowas gibt, dann kann man eben dahin gehen und gucken, dass man solche Netzwerkeffekte wieder schaffen kann. Sowohl auf der technischen Ebene, was zum Beispiel Resilienz angeht, ist da ein häufiges Schlüsselwort, also dass ich, habe ich vorhin schon mal kurz gemeint, gegenseitig meine Inhalte spiegel, dafür sorgen kann, sogar gar nicht nur, wenn jetzt ein Projekt komplett out of business geht, aus welchen Gründen auch immer, sondern auch ganz wieder im technischen Sinne, wenn ein Server down geht, was einfach passiert, wenn man solche Sachen selber macht, dann kann ich, wenn ich eine entsprechende Architektur habe, wo ich mich gegenseitig repliziere und spiegel, kann ich sagen, ja, ist schade, muss ich wieder aufsetzen, aber ist auch noch nicht so schlimm, weil meine Inhalte sind noch verfügbar. Und genau. So, jetzt muss ich kurz gucken, was als nächstes kommt, nach diesem Überblick. Genau, ich werde jetzt zwei Konzepte, die es in diesem Bereich gerade gibt, ein bisschen andiskutieren, die jetzt auch schon im Konkreteren für uns interessant sein können. Also es gibt da ja schon einiges. Ein Konzept ist das sogenannte Fediverse. Das bewegt sich auf dieser mittleren Ebene. Das ist ein Protokoll, das so ein bisschen ähnlich wie E-Mail funktioniert und aus so dem Ding kommt, wir wollen ein dezentrales Twitter. So, das war so der Ausgangspunkt. Die bekannteste Software in dem Bereich heißt Mastodon. Es ist erstmal funktioniert es wie ein dezentrales Twitter. Das heißt, man muss einen Server aufsetzen. Auf so einem Server kann sich dann Leute Accounts machen und da eben Kurznachrichten veröffentlichen, auch mit Bildern und so. Und dann können aber verschiedene Server untereinander sich gegenseitig auch diese Nachrichten zuspielen. Und das funktioniert im Normalfall nach diesem Modell von Follows. Das heißt, ich kann mit meinem Account auch Accounts auf anderen Servern folgen und dann werden die Nachrichten von anderen Accounts auf meinen Server reproduziert. Es ist aber weiterhin so, dass ich eben einen Server brauche. Das heißt, es gibt da diverse von verschiedensten Crews gehostete Instanzen, also sowohl kommerzielle als auch große nicht kommerzielle, vom Chaos Computer Club, von diversen Peer Groups, sag ich mal, oder Initiativen. Und die können dann untereinander kommunizieren. In dem Bereich gibt es auch ein paar Anwendungen, die da auf dieses Protokoll aufbauen, die schon deutlich näher in unsere Richtung gehen, was Medienpublikation angeht. Ich habe da jetzt hier, glaube ich, keine Screenshots drin, aber das kann ich nachher nochmal zeigen oder auch morgen. Es gibt ein Tool, das heißt PeerTube. Das ist quasi eine Video-Veröffentlichungsplattform, die auf diesen ActivityPub
Protokollen aufbaut, wo man also dann eigentlich, kann man sich vorstellen, auch wie eben so ein Kurznachrichtendienst, nur dass ich halt noch Videos anhängen kann und die Software dann die ganzen nötigen Tools mitbringt, um diese Videos in den verschiedenen Formaten ausspielen zu können und so weiter. Und ich eben auch dann Channels auf anderen Servern wieder folgen kann. Da gibt es auch ein paar Instanzen, die sich so quasi als alternatives YouTube labeln. Genau, es wird als Open Source entwickelt. Da komme ich am Ende noch mal kurz so ein bisschen zu den, ich sag mal, materiellen Bedingungen von solchen anderen Tools als den großen Plattformen oder den kleinen Websites. Genau, ein weiteres Projekt in dem Bereich wäre Funky Whale, das irgendwie für uns interessant sein könnte. Das ist so eine Audio-Austauschplattform, die so als so also quasi als dezentrale Spotify-Alternative so ein bisschen, glaube ich, angedacht ist. Also wo man Musik reinladen kann und dann auch sich gegenseitig wieder folgen kann. Und auch so Channels und Profile haben kann, also sowas zwischen Soundcloud und Spotify in föderiert, also dezentral in dem Sinne, dass man die verschiedenen Knotenpunkte hat, die dann untereinander Nachrichten austauschen können. Eine Sache, die diese ActivityPub-Protokolle eher nicht mit sich bringen oder nicht als direktes, ist dieser Aspekt, den ich vorhin meinte, von der Replikation der Inhalte. Das ist schon so gedacht, dass man einzelne Inhalte überträgt zwischen den Servern, aber was diese Protokolle meistens nicht als primäres Ding jedenfalls mitbringen, ist, dass ich so eine komplette Instanz quasi auf eine andere Instanz spiegel und das dann 1:1 weiter funktioniert. Da ist meistens eher die Idee, man hat so mehr oder weniger unabhängige Knotenpunkte, die untereinander sich wie so Nachrichten halt hin und her schicken können. Also ja, wirklich E-Mail ist tatsächlich ein recht gutes Pendant dazu, um sich das vorzustellen. Aber solche Knotenpunkte komplett zu spiegeln und damit auch irgendwie sicherzustellen, dass wenn mein Server nicht mehr da ist, aus welchen Gründen auch immer meine Inhalte noch da sind, das ist da teilweise mit möglich, aber nicht so das primäre erste Feature. Es gibt eine andere Reihe von Tools, die auf einem bisschen anderen Layer aufsetzen, sogenannte Peer-to-Peer-Tools. Was heißt Peer-to-Peer? Peer-to-Peer bedeutet, dass beliebige Computer, die im Internet sind oder in einem gemeinsamen Netzwerk sind, miteinander sprechen können. Das klingt erstmal recht banal und man sollte denken, dass doch genau dafür das Internet da ist und das ermöglicht. Das ist aber in der Praxis erstmal nicht einfach so. Also hier, ihr kennt vielleicht die Probleme, wenn ihr mal Dateien von einem Laptop auf ein Handy übertragen wollt oder von einem Handy aufs andere oder von einem Laptop auf den anderen. Man sollte denken, die sind alle im Internet oder im gleichen WLAN. Dafür ist das Ganze doch da, um Dateien hin und her zu schicken. Aber wie ihr vielleicht selber schon oft festgestellt habt, ist es nicht so einfach meistens. Also ich habe mich schon oft dabei erlebt, wie ich mir Fotos von meinem Handy auf meinen Laptop über Signal schicke, weil es am einfachsten geht. Und da denkt man sich ja, was ist denn da los? Ich schicke meine Dateien zu einem proprietären Service in den USA, also auch wenn Signal sehr freundlich, sage ich mal, in vielen Dingen ist, ist es doch erstmal ein proprietäres Service, schicke die dahin, um sie dann wieder zurück auf meinen Laptop zu schicken, obwohl die nebeneinander im selben WLAN stehen. Das hat damit zu tun, dass das Internet zwar sehr viele Geräte miteinander verbindet, in seiner Architektur, aber eher so wie hier in der Mitte aufgebaut ist, als wie hier rechts. Das heißt, ich habe meistens ziemlich viele Geräte, also Switches, Router, Server zwischen den jeweiligen Endgeräten. Und dadurch eine direkte Verbindung aufzubauen, ist aus verschiedenen technischen Gründen gar nicht so einfach. Ich werde jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ihr habt vielleicht auch schon, was ihr schon seht, man hat da meistens so eine lokale IP-Adresse, wenn man an irgendeinem Router hängt, also so in seinem WLAN zu Hause ist oder so. Und um von da einem Gerät zum anderen zu kommen, wenn die in verschiedenen Netzen sind, muss ich jeweils durch diese Router dazwischen quasi durchkommen. Wenn es hier Computergamer aus den 2000ern gibt, dann erinnert ihr euch vielleicht daran, dass man früher teilweise das sogenannte Port-Forwarding auf diesen Geräten eingerichtet hat, um online spielen zu können, wo man dann quasi manuell in dem
Router zu Hause eingestellt hat, dass ein bestimmter Port, also eine lokale Adresse auf dem Gerät an mein Endgerät weitergeleitet werden soll, weil das quasi der Weg war, um überhaupt aus dem Internet draußen mit mir als Endgerät sprechen zu können. Sonst werden die nämlich abgeblockt. Also im Normalfall kann nur ich Verbindungen zu anderen aufbauen, aber niemand kann Verbindungen zu mir aufbauen. Direktverbindungen empfangen kann man nur, wenn man eine Internet-IP-Adresse hat, was man hat, wenn man einen Server hat oder eben sich entsprechende Tools einrichtet. So, das war jetzt in aller Knappheit der Hintergrund, warum das so schwierig ist, sowas wie das hier rechts zu machen. Jetzt gibt es diverse Tools, die eben versuchen, das leichter zu machen. Ich gehe dazu nochmal kurz auf die erste Folie, da sind so ein paar Logos unten rechts. Genau, also es gibt Möglichkeiten, das zu überwinden, diese Brücken quasi, und damit dann doch direkt mein Handy mit euren Handys oder Laptops oder so sprechen lassen zu können, ohne dass irgendein Server dazwischen ist. Dass ich also direkt eine Datenverbindung zwischen zwei Endgeräten aufbaue und dann mir ein Protokoll überlegen kann, quasi wie ich zwischen diesen Endgeräten direkt Daten austauschen kann. Und hier sind so ein paar unten abgebildet, die es da gibt. IPFS ist ein recht großes, das vor allem so darauf zielt, einzelne Dateien zuverlässig austauschen zu können. DAT und Hypercore Protocol sind so zwei andere, die so alles Mögliche versuchen in dem Bereich zu machen. Und das Logo ganz links ist das Logo von Secure Scuttlebutt, ein Projekt, das eher so in die Social Media oder Social Media Richtung auf diesen Grundlagen aufbauen will. Was bei diesen ganzen Protokollen oft sehr mit drin sind kryptografische Protokolle. Das bedeutet, dass alle Daten, die da ausgetauscht werden, mit Hashes und Signaturen versehen sind. Das bedeutet, dass ich zum Beispiel, wenn ich eine Datei austausche, also ein Hash ist sowas wie eine Quersumme, könnte man sagen. Also für jede beliebige Datei kann ich quasi einen Hash berechnen, der ist dann relativ kurz, also auch wenn die Datei sehr groß ist. Solche Hashes sind meistens so 32 Byte lang, also recht überschaubare Datenmenge. Ihr kennt es dann meistens dargestellt, das sieht man immer mal wieder so lange, vielleicht so 60 Zeichen lange Buchstaben, Zahlen, Kombis, so wie so Bitcoin-Adressen zum Beispiel sind Hashes oder auch solche anderen Adressen. Und was mir das ermöglicht, ist, dass ich mit so einer Adresse, wenn ich da auf eine einzelne Datei zum Beispiel verweise, kann ich mir sicher sein, dass diese Datei nirgendwo auf dem Weg dazwischen zu mir verändert wurde. Weil sobald ich die Datei verändere, stimmt der Hash nicht mehr überein. Und das kann ich fortsetzen und zum Beispiel auch über einen ganzen Ordner. Nehme ich dann die Hashes von den einzelnen Dateien und hänge die aneinander, dann habe ich wieder eine lange Zeichenkette und mache von der wieder einen Hash, der wieder nur 32 Byte lang ist, und habe damit die Integrität von einem ganzen Ordner sichergestellt. Und das kann ich endlos so weitermachen. Das ist das, was ihr auf diesem Bild hier seht. Das ist so eines der Grundmodelle von im Grunde dem auch, was Blockchain im Grundsatz ist, in einer bisschen einfacheren Version. Ich werde jetzt, glaube ich, nicht so viel drauf eingehen, das würde ich eher für die Diskussion lassen, was so der Unterschied zwischen diesen Peer-to-Peer-Protokollen und dem, was als Blockchain im Normalfall zurzeit bezeichnet wird, ist. Aber so ein Grundprinzip, das es da überall gibt, ist eben diese Ketten von Hashes, von Hashes, von Hashes. Das kann ich jetzt sogar so weit gehen, wenn ich jetzt als Sphere Radio nochmal für diese Konferenz hier zum Beispiel sowas wie eine Collection oder ein Repository oder eine Sammlung in einem dieser Protokolle aufmache und ich dann nach und nach meine Inhalte veröffentliche, dann gehe ich hin und nach jeder neuen Veröffentlichung mache ich wieder einen Hash aus der ganzen History. Das ist das, was hier so abgebildet ist, dass ich dann immer, wenn ich jetzt hier rechts nochmal was veröffentliche, dann kann ich immer wieder Hash von Hash von Hash nach oben gehen, habe wieder einen neuen Root-Hash, wie man das dann meist nennt. Der ist schön klein, dann brauche ich nur den veröffentlichen. Und wenn man dann noch dazu nimmt, das andere Grundmodell dieser meisten Peer-to-Peer-Protokolle, die sogenannten Distributed Hash Tables, kann ich hingehen und sagen, dieser Hash ist bei mir zu finden auf meiner IP-Adresse. Und dann habe ich ein Protokoll, wo ich quasi wie so eine geteilte Datenbank habe. Das ist dann das, was so der notwendige Datenaustausch zwischen allen ist, die in diesem Netzwerk sind, wo ich dann sagen kann,
wo ich dann frage, wo finde ich diesen Hash? Und dann sagen mir, ja, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Und dann kann ich zu diesen 3 Leuten Verbindungen aufbauen, mir die Daten davon ziehen, die sie untereinander schon geteilt haben. Und sobald ich sie habe, kann ich auch sagen, ja, ich selbst habe es auch. Dann kann jemand, der bei mir im lokalen Netzwerk ist, es auch wieder von mir synchronisieren, alles, was ich habe. Und diese kryptografischen Protokolle im Hintergrund stellen eben sicher, dass das Ganze nicht modifiziert werden kann. Also ich kann nicht irgendwo eine Datei austauschen oder hier die Slides verändern oder sonst irgendwas machen, weil dann würde der Hash nicht mehr stimmen und das ist sehr schnell überprüfbar. Meistens macht man noch dann dazu, dass man dann noch diese Hashes signiert, also eine kryptografische Signatur anhängt, so ähnlich wie es vielleicht von E-Mail-Verschlüsselung und Signaturen kennt, wo ich dann noch zweifelsfrei beweisen kann, dass ich es war, der diesen Inhalt veröffentlicht habe. Also ich im Sinne von, es gibt einen Private Key, den nur ich habe, der diese Signatur erstellen kann. Alle können überprüfen, dass sie davon kommt. So, das sind so die Grundlagen, wie die meisten dieser Peer-to-Peer-Protokolle funktionieren. So, jetzt ist es so, dass es viele dieser Protokolle gibt. Ich habe ein paar gerade angerissen. Auch viele schon seit einiger Zeit jetzt entwickelt werden. Aber es immer noch so ist, dass vieles davon nicht so richtig fertig ist, könnte man vielleicht sagen. Also es gibt da immer noch hier und da Probleme damit und immer wieder verändern sich diese Grundlagen noch. Das ist alles in allem immer noch relativ neue Technik. Also die meisten dieser Projekte gibt es so seit circa 10 Jahren, würde ich sagen, oder seit 5 bis 10 Jahren. Und da verändern sich immer mal wieder noch relativ grundlegende Dinge. Und das macht es schwierig, so größere Tools da oben drauf zu bauen. Also wenn man diese Grundlagen nimmt, die ich jetzt gerade so erläutert habe, die sind sehr, sehr anders als die ganzen anderen Ausgangspunkte, wenn ich sonst irgendwelche Web-Apps oder Online-Tools baue. Da habe ich keine zentrale Datenbank mehr zum Beispiel, was ich sonst eigentlich immer habe, dass ich irgend so eine CQL-Datenbank, also so eine klassische Datenbank habe, wo ich Sachen reinlegen kann, rausholen kann. Das habe ich da nicht mehr. Da muss ich mir erst ein neues Protokoll überlegen quasi, um so eine Datenbank zwischen verschiedenen Peers auszugleichen. Da gibt es auch viele Ansätze dazu, aber eben vieles noch nicht so fertig. Und das ist quasi vielleicht die Überleitung zu dem letzten kleinen Teil, den ich jetzt noch machen würde, nämlich so ein bisschen den materiellen Bedingungen von solchen Tools, wie wir sie denn eigentlich haben wollen würden. Also die materiellen Bedingungen der großen Plattformen sind, glaube ich, soweit einschlägig bekannt. Das sind kommerzielle, kapitalistische Unternehmen, die auf Gewinnmaximierung zielen und deren Hauptziel im Normalfall es ist, möglichst viele User möglichst lange auf der Plattform zu haben, um möglichst hohe Werbeeinnahmen zu erzielen. Da gibt es relativ wenig Unterschiede bei diesen Plattformen. Genau, das Modell funktioniert ziemlich gut, deshalb können die auch riesige Tech-Abteilungen finanzieren, die diese ganzen Tools relativ effizient weiterentwickeln. Also wenn man jetzt wirklich einfach so als User da drauf geht, funktioniert ja vieles schon ziemlich flüssig, ziemlich gut. Bei der Ecke daneben, unseren klassischen Websites und kleinen Tools, ist die materielle Grundlage meist relativ mies. Das sind oft aus Hobbyprojekten hervorgegangen, irgendwie mitgetragen in den Projekten und vor allem oft dann so ein bisschen hängen geblieben vor einigen Jahren. Viele Sachen oder auch schon noch länger werden irgendwie mühsam aufrechterhalten, basieren meistens auf Software, die so ein bisschen veraltet ist oder die nicht so super elegant zu aktualisieren ist. Und es ist oft sehr schwierig, darauf aufbauend jetzt neue Tools, wie ich sie so angesprochen habe, aufzubauen. Also Recommendation über verschiedene Plattformen hinweg oder eine neue Mediathek, die auf allen Geräten gut funktioniert und die irgendwie so ein paar Social Features mit drin hat oder so. Also damit zu experimentieren ist auf diesen Grundlagen oft schwierig und es fehlen oft die Mittel, um aus den eigenen Projekten heraus darauf aufzubauen. So, diese neueren Tools da unten, das sind eigentlich auch alles Open-Source-Sachen, die mal so operieren. Also manche sind größtenteils über Public Funding finanziert, also über Grants von Stiftungen oder der EU oder der USA und so, also solchen Tech-Grants.
Da gibt es einige, die mit solchen Sachen schon seit 10 Jahren quasi operieren und da ein paar Millionen inzwischen so nach und nach angesammelt haben. Und das ist tatsächlich oft eine ganz gute Grundlage, weil man da relativ interessensfrei operieren kann. Also man kann tatsächlich versuchen, Software so zu entwickeln, wie sie für eine breite Userbase aussehen soll und muss nicht irgendwelchen anderen Maßgaben folgen. Zugleich ist dieses Projekt-Business natürlich auch anstrengend. Diese Antragsschreiberei und Geld reinholen. Aber es funktioniert relativ gut und es ist schon auch eine Ecke, wo es wichtig sein kann, den Austausch, sage ich mal, zwischen eher der technischen Ecke, also zwischen diesen Protokollen, die von einer sehr nerdigen Ecke meistens erstmal herkommen, würde ich sagen, und solchen UserInnen wie uns hier mehr herzustellen, weil da ist oft sind Leute auch auf der Suche fast schon nach, naja, jetzt haben wir hier dieses coole Protokoll, aber was machen wir jetzt eigentlich damit? So, also diese Produkte wirklich darauf aufzubauen. Das ist relativ viel Arbeit immer noch, muss man sagen. Also gerade von so einem schnellen Prototypen zu so einer stabilen Software, wo man guten Gewissens sagen kann, yo, benutzt das, um eure Inhalte zu veröffentlichen. Das funktioniert und das bleibt dann auch online. Das ist ein relativ großer Schritt da dazwischen, so, der auch nicht so von heute auf morgen zu überwinden ist. Aber da ist es, glaube ich, wichtig, dass wir versuchen, mehr Austausch herzustellen und mehr zu versuchen, zu inspirieren, was denn wirklich für uns Sinn machen würde an Tools und was wir wirklich verwenden könnten. Genau, andere Ecke der Finanzierung für diese Sachen hier unten sind dann die Blockchain-Ecke im Sinne von Kryptocoins. Also IPFS zum Beispiel hat dann irgendwann eine Kryptocoin geschaffen, wo es dann darum geht, den Hosting-Markt von solchen Dateien über so eine Coin zu vermitteln, haben damit richtig viel Geld gemacht und finanzieren sich jetzt darüber. Genau. Und was, glaube ich, für uns daraus erwachsen kann, wäre, also, naja, vielleicht schließe ich damit, dass ich denke, dass man sich da deutlich mehr zusammentun muss. Diese einzelnen kleinen Projekte werden jeweils nicht in der Lage sein, sich solche modernen neuen Tools so wirklich zu bauen. Also aus materiellen Gründen, auch aus organisatorischen, glaube ich oft. Und damit wir dahin kommen, dass wir die Tools haben, die wir brauchen, um Inhalte zu veröffentlichen in unseren Zielgruppen, aber auch über die Zielgruppen hinaus und das Ganze irgendwie vernetzt und mit aber einer eigenständigen Steuerung über die Algorithmen und einer eigenständigen Auseinandersetzung darüber, wie Social Networks funktionieren könnten, ohne dass das einzige Ziel die maximale Verweildauer auf der Plattform und der möglichst weitgehende Konsum von Maximalreichweiteninhalt ist, was dann ja meistens auf den kleinsten gemeinsamen Nenner rausläuft und so. Genau, dazu ist es, glaube ich, notwendig, sich zusammenzutun und auch ein bisschen langfristig teilweise zu denken, weil, ja, wie gesagt, mit so kleinen Prototypen ist es meistens nicht gemacht. Und ja, die Frage nach der materiellen Umsetzung von sowas ist, glaube ich, die Zeit, in der wir gerade sind, eigentlich nicht schlecht, weil es weiterhin sowohl von öffentlichen Förderungen als auch möglicherweise aus der, wie ich sagen würde, sehr mit Vorsicht zu genießenden, aber auch vielleicht nicht komplett zu verteufelnden Ecke von solchen Kryptogeschichten, also Geld nehmen, wo es ist, vielleicht ja schon, aber auch sich sicherlich nicht abhängig machen von irgendwelchen Trader-Communities, würde ich mal sagen. Genau, aber da so ein bisschen langfristig dran zu bleiben und zu versuchen, Netzwerke zu schaffen, ist, glaube ich, das, was am ehesten dazu führt, dass wir mittelfristig dahin kommen, dass wir wirklich eigenständige Netzwerk aus eigenständigen Tools haben, die miteinander interoperieren können, um Inhalte zuverlässig veröffentlichen zu können, sodass sie auch langfristig erhalten bleiben und man langfristig darauf aufbauen kann, auch mit kreativen Tools. Hier fiel ein paar Mal Virtual Reality oder 3D-Räume. Also wenn wir mal so eine Grundlage haben, dass es so gemeinsame Protokolle gibt, wo Inhalte aus Community Media online verfügbar sind, unabhängig von einzelnen konkreten Serverinstanzen, dann kann ich auch hingehen und 3D-Räume bauen, wo ich mir dann diese Inhalte wieder in anderen Formen widerspiegeln kann oder irgendwelche kleinen künstlerischen Frontends, die diese Inhalte weiterverarbeiten und so. Genau, das ist, glaube ich, noch ein bisschen Wegstrecke bis dahin, aber soweit vielleicht mein Überblick dazu und ich
freue mich auf Fragen und Diskussionen. Danke. Vielen Dank, Franz, für die... Noch eines ganz kurz. Der Vortrag basiert zum Teil aus einem Artikel, den ich zusammen mit Alexander Barazis geschrieben habe, der in diesem Buch hier erschienen ist, das letzten Herbst rauskam. Und da ist noch ein Link zu dem Artikel, wo man manches noch mal ein bisschen nachlesen kann. Ja, sehr gut. Das Buch heißt Building European Digital Public Sphere, Strategy for Taking Back Control from Big Tech Platforms. Das erschien bei eRights Media. Ich hatte am Anfang auch eine Folie und habe es aber gelassen. Ja, vielen Dank, Franz, für die tolle Visualisierung von technischen Architekturen. Ich glaube, das ist für viele ein bisschen klar geworden, aber vielleicht haben auch einige Fragen hier dazu oder wollen das schon diskutieren. Keine Fragen? Wir machen es heute auch wieder so, dass ihr vielleicht erst den Namen und die Institution sagt, woher ihr kommt, weil wir eben keine Vorstellungsrunde haben. Hallo, mein Name ist Benjamin Weber. Ich habe in Dieburg studiert, bei Darmstadt. Und erstmal danke für deinen Vortrag. Ich hatte gerade so ein Flashback, circa 3 Jahre. Da habe ich mit meinem Kommilitonen nämlich zusammen die Abgabe gemacht. Und der hat eine dezentrale Music-Plattform. Also er hat sich daran versucht, eine zu bauen und hat auch damals versucht, mir das zu erklären. Und ich saß ähnlich gerade wieder da und ich verstehe ein bisschen was davon. Nicht alles. Wir waren auch bei den Hashs und hin und her und ich war auch in seiner Fokusgruppe und dann hieß es IPFS und ich brauche eine Wallet und saß da und ich sage, ich probiere es, ich kann es immer noch nicht klicken und irgendwann ging es dann und genau, eigentlich hast du eigentlich die Frage schon soweit beantwortet, beziehungsweise kannst du sie noch gar nicht so genau beantworten, weil ich habe das Gefühl, in diesen 3 Jahren ist jetzt irgendwie so ein Punkt Convenience, die ja sozusagen total wichtig ist, weil die trennt ja immer noch die Spreu vom Weizen. Wir benutzen ja YouTube, Spotify, weil es einfach ist. Was hat sich da getan? Was geht da noch? Also muss ich immer noch irgendwie das Gefühl haben, dass ich Informatik studiert habe, um irgendwie da mitreiten zu können? Ja, ist eine sehr gute Frage. Es kommt drauf an, würde ich sagen. Also aus diesem Bereich Fediverse, was ich vorhin erwähnt habe, da gibt es inzwischen ein paar mehr Tools, die tatsächlich so, ich würde sagen, verwendbar sind, also einsetzbar. Das Ding bei diesen Fediverse-Tools ist aber eben, dass ich immer noch erstmal einen Server brauche. Das heißt, entweder muss ich in der Lage sein, mir so einen Server aufzusetzen, da muss ich ein bisschen nerdig unterwegs sein, würde ich sagen. Teilweise ist das inzwischen deutlich einfacher geworden, muss man sagen. Also wenn die Autoren dieser Tools es richtig anstellen, dann sollte es inzwischen so sein, dass wenn ich irgendwie mich nicht super abgeschreckt davon fühle, auf einer Kommandozeile ein paar Befehle einzufügen, dass ich dann relativ zügig für, sagen wir mal, 5 € im Monat kann ich mir einen Server mieten, so einen virtuellen kleinen Server und so ein Tool darauf aufsetzen. Das ist auf jeden Fall oft einfacher geworden. Genau, aber den Fediverse-Tools brauche ich entweder einen eigenen Server oder ich muss mir eben bei einem Anbieter einen Account machen. Da gibt es oft auch umsonst Möglichkeiten oder teilweise halt so, schick uns eine E-Mail und sag uns, was du machen willst, dann kriegst du einen Account oder so. Also da gibt es einiges, was relativ direkt verwendbar ist. Bei den tatsächlichen Peer-to-Peer-Tools würde ich sagen, hat sich nicht super viel in der Richtung verändert in den letzten Jahren. Es gibt schon immer wieder Versuche, da leicht verwendbare Tools drauf zu bauen, also seien es Web-Apps oder Desktop-Apps oder so. Gerade auch im Bereich IPFS, allerdings ist leider, würde ich sagen, auch bei IPFS das nicht so wirklich der Fokus. Vielleicht auch, weil da nicht so viel Geld drin liegt oder ich weiß es nicht genau, aber deren Fokus liegt gerade deutlich mehr darauf, sie wollen quasi mit Amazon Web Services konkurrieren, was das Hosting und Online-Halten von Dateien angeht. Also richten sich quasi an eher, ich baue mir selber was darauf und anstatt meine Dateien bei Amazon zu hosten, was so der Normalfall ist, als Cloud-Hosting oder so, nehme ich jetzt IPFS, weil billiger oder weil nicht in den USA oder so. Also das ist gerade da eher so deren Zielgruppe, würde ich sagen.
Genau, es gibt immer wieder Sachen, die so darauf aufbauen, aber so tatsächlich das einfache Peer-to-Peer-Tool, wo ich direkt Dateien mit Metadaten austauschen kann, ist weiterhin nicht eingelöst, würde ich sagen. BitTorrent ist noch so ein klassisches Protokoll, das gibt es schon sehr lange, kennt ihr vielleicht, hat man viel verwendet, um illegal Pirate-Movies runterzuladen. Funktioniert weiterhin recht gut, auch ziemlich Peer-to-Peer-fähig. Man braucht nur so einen sogenannten Tracker zwischendrin, also um den reinen Dateiaustausch kann man sowas tatsächlich damit machen. Ist aber auch eher schwierig bei BitTorrent so größere Tools, die noch mehr machen, als das drauf aufzubauen. Also weil ich ja meistens dann doch irgendwie Social-Geschichten oder Metadaten oder so mit dabei haben will. Und das ist da, gab es auch Versuche, aber hat so ein paar technische Gründe, warum das eher kompliziert ist. Darf ich noch? Gerne weitere Fragen. Auch im Chat können Fragen gestellt werden, die dann hier eingebracht werden und jetzt hier nochmal im Raum weiter. Ja. Nee, das war nämlich noch eine zweite Frage, die mir gekommen ist, gerade so in Richtung rechte Sache. BitTorrent war ja auch so eine Sache, wenn ich irgendwie jetzt Pech hatte, habe ich mich mit jemandem connected und habe dann den Peter gezogen. Ich meine, klar, YouTube ist so einfach, weil ich habe sozusagen einen super Blick über die rechte Lage. Ich kann irgendwie sagen, das Video ist sozusagen, hat eine Person sozusagen, was heißt eine Person, eine Instanz inne und sagt, ich kann das sperren, wenn da jetzt irgendwelche Nutzerlizenzen oder sowas, Verbreitung, Vervielfältigung oder sowas verletzt werden. Wie ist das in diesem Sinne von den dezentralisierten Strukturen? Muss man das irgendwie neu denken mit den Rechten oder ist es durch die Hashes eigentlich gut abgesichert, dass ich irgendwie da abgedeckt bin? Also die Frage, die sich bei deinem Vortrag immer gestellt hat, wenn ich jetzt mitkriege, irgendwie mein Video XY, ich habe das hochgestellt und jetzt ist das auf 5 weiteren Servern irgendwie gespiegelt und jetzt habe ich keinen Bock mehr, dass das oben ist, weil ich das nicht möchte. Habe ich dann irgendwie die Möglichkeit, schnell da zu agieren? Oder? Kommt drauf an, würde ich sagen. Also erstmal die ganze Frage von Copyright und Rechten und Lizenzen ist erstmal völlig unabhängig von der technischen Implementierung. Das ist quasi bürgerliches Recht, das sich zwischen juristischen und Privatpersonen bewegt. So. Und erstmal gilt daher, dem bürgerlichen Recht ist es herzlichst gleich, über was für Protokolle oder was für Standards Daten ausgetauscht werden. Wenn ich Daten verteile, auf die ich kein Copyright habe oder keine Lizenz habe, dann darf ich das nicht. So. Und wenn der oder die Rechteinhaberin das mitkriegt und mich ausfindig machen kann, dann kann entsprechend er den juristischen Apparat einschalten, um mich davon abzuhalten oder zu bestrafen. Wie einfach oder kompliziert das in diesen Peer-to-Peer-Protokollen ist, real rauszufinden, muss man sich jeweils ein bisschen im Detail anschauen. Also bei BitTorrent, das fiel gerade schon, ist es sehr einfach, weil bei BitTorrent kann ich im Grunde, wenn ich jetzt ein Video habe und ich das runterlade, das Protokoll ist darauf ausgelegt, dass alles, was ich runterlade, ich auch wieder hochlade. Dadurch funktioniert ja das Peer-to-Peer-Modell, dass ich von vielen Leuten gleichzeitig die Sachen zu mir holen kann und damit es nicht so wichtig ist, wenn jemand offline geht. Dabei sehe ich aber die ganzen IP-Adressen dieser Leute. Und eine IP-Adresse ist eine Anfrage der Polizei oder der Gerichte bei den jeweiligen Telekommunikationsanbietern von einem Namen entfernt. Und dann kann dieser Name juristisch belangt werden. Das ist erstmal bei den meisten dieser Protokolle relativ ähnlich tatsächlich. Also teilweise ist es ein bisschen schwieriger als bei BitTorrent, aber Anonymität ist im Normalfall bei diesen Protokollen nicht inbegriffen. Also ich kann vielleicht nicht so leicht wie bei BitTorrent so das komplette Netzwerk scannen, so mehr oder weniger. Aber wenn ich selber Zugriff auf eine Datei habe, dann sehe ich auch, von welcher IP-Adresse ich diese Datei gerade kriege. Also wenn ich etwas öffentlich mache, also im Privaten, das heißt in einem geschlossenen Kreis von Leuten, die nur untereinander kommunizieren, da ist das alles ziemlich sicher und soweit anonym, dass niemand von außen mitkriegen kann, über was diese Leute da sprechen. Also es ist schon alles verschlüsselt im Datenaustausch. Aber wenn ich so ein Hash oder so eine Adresse öffentlich mache auf einer Website
und damit jeder darauf zugreifen kann, dann kann jeder auch sehen, von welchen anderen IP-Adressen man das gerade bezieht. Und wenn sich dann rausstellt, dass da ein Copyright drauf ist, das nicht beachtet wurde, dann kann man versuchen, diese IP-Adressen juristisch zu belangen. Wenn ich das umgehen will, also wenn Ziel ist, Sachen unabhängig der juristischen Bedingungen von Copyright online zu halten, dann müsste man in Anonymitätsnetzwerke schauen, also wie Tor zum Beispiel. Das ist unterschiedlich weit möglich, diese Protokolle über Tor oder ähnliche Protokolle zu verwenden. Also die versuchen, mich anonym zu machen im Internet. Genau, da gibt es auch immer wieder Versuche, sowas zu verbinden. Ist, würde ich sagen, für unsere Sachen hier vielleicht nicht die erste Wichtigkeit im Normalfall, weil wir ja hier von selbst geschaffenen Inhalten sprechen, die wir veröffentlichen wollen, wo ja im Normalfall erstmal eine eigenständige Lizenz vorhanden ist und man das auch darf. Genau. Die Frage war, wie schnell reagiert so ein dezentrales System auf zum Beispiel eine Löschungsanfrage? Also die meisten davon erstmal nicht. Löschen ist meistens nicht so vorgesehen. Löschen heißt eher, jede einzelne Instanz kann sagen, ich nehme diese Datei wieder raus bei mir. Manche der Protokolle, also gerade ich glaube Secure Scuttlebutt, was auf so Social Networking geht, hat ein Löschprotokoll eingebaut, und zwar eher aus dem Ding, dass in einer Reihe von Servern, die sich quasi eher so vertrauen auf einer sozialen Ebene, wenn da einer sagt, nee, muss hier weg, gar nicht vielleicht primär wegen Copyright, sondern eher aus so Hate Speech und Troll Prevention heraus, dann sagen andere, ja, wenn der das löscht, dann lösche ich das auch. So. Das ist aber so ein Layer on top quasi. Also das kann man auch sagen, ja, nö, mache ich nicht. Kann ich quasi einstellen, wenn ich so will. Und so ist es bei den meisten erstmal. Also Löschen ist tatsächlich keine so einfache Geschichte in diesen dezentralen Sachen. Das geht eigentlich nur, wenn ich eben ein soziales Vertrauensnetzwerk darüber lege, weil auf technischer Ebene kann ich nie jemanden dazu zwingen, was zu löschen. Also ich kann es in eine Software einbauen, aber dann kann ich, wenn es Open Source ist, in den Quelltext habe, kann ich die Zeile, wo halt dann letztlich gelöscht wird, kann ich auch auskommentieren, dann wird nicht mehr gelöscht. So. Also auf juristischer Ebene müsste da jede einzelne Instanz ausfindig gemacht werden. Wenn man ein Löschprotokoll unterstützen will, dann braucht es ein soziales Vertrauen zwischen den einzelnen Instanzen, dass sie dem auch folgen. Simon? Vielen Dank, Franz, für deinen Vortrag. Ich wollte nochmal auf dein Kollektiv ASO eingehen und vor allem auf die Projekte, an denen ihr da arbeitet, also Bermuda und Sonar, aber gerne auch die anderen, weil ich denke, das ist auch in die Richtung, da ihr an Sachen arbeitet, die für viele interessant sind. Ja, genau. Also wir haben in dem Bereich die 2 Projekte, die du gerade genannt hast, versucht zu machen oder gemacht. Sonar versucht eine dezentrale Datenbank auf einem dieser Protokolle, nämlich dem Hypercore-Protokoll, aufzubauen. Also eine dezentrale Datenbank, die dann so Metadatensätze plus Dateien austauschen kann. Das ist in einem nicht ganz fertigen Zustand. Also ich kann das den Nerds, wenn es welche hier gibt, und ProgrammiererInnen sind herzlich eingeladen, sich das mit anzuschauen. Aus User-Sicht ist es nicht in einem Zustand, dass es quasi so als Tool, als fertiges gerade einfach verwendbar ist. Genau, wir sind da, wie ich vorhin schon meinte, so auch in so dieses Problem der Instabilität immer mal wieder gerannt, sag ich mal. Also, dass ich die Grundlagen... Aber spannender wäre vielleicht noch Open Audio Da komme ich Search. gleich dazu, dass sich die Grundlagen unter uns gewandelt haben und man sich dann anpassen muss und deshalb immer wieder Verzögerungen gab. Genau, aber wir wollen da dran bleiben auf jeden Fall und eben versuchen, mal so ein Basistool, um Dateien, Metadaten über ein Peer-to-Peer-Netzwerk auszutauschen, fertig zu kriegen. Genau, wir werden auf unserer Website, die hier, glaube ich, eingeblendet ist, ja, aso.xyz, da wahrscheinlich absehbar nochmal eine Art Bericht veröffentlichen, was der Stand dazu ist und wie es damit weitergehen kann. Genau, Bermuda, was du genannt hast, ist quasi ein
nicht vorhandenes Projekt, sondern eine Idee dazu, ein bisschen, wie man auch auf einer organisatorischen Ebene so ein dezentrales Medienaustauschnetzwerk aufbauen könnte. Genau, das ist im Grunde so das, was ich hier diskutiert habe, mal als Idee formuliert. Viel mehr dazu ist auch da bislang nicht vorhanden, weil wir dann damals dachten, wir bauen erstmal die Tools und gucken dann weiter, und mit dem Tool bauen sind wir noch nicht fertig. Das heißt, es ist auch ein uneingelöstes Ding. Leute, die daran Interesse haben, können sehr gerne mit uns in Kontakt treten und gucken, wie man das weiterverfolgt. Und im letzten Jahr haben wir jetzt... Bevor du zu Bermuda kommst, zu Open Audio Source kommst, hat David im Chat eine Frage. Warum wurde für Sonar das Hypercore-Protokoll verwendet anstatt IPFS? Was sind die Vorteile? Ja, das ist eine viel diskutierte Frage zwischen diesen beiden Protokollen in der Vergangenheit immer wieder. Ein Unterschied ist, dass so klassischerweise IPFS gut dazu geeignet ist, so einzelne Dateien in so einem globalen Netzwerk zu veröffentlichen. Also ich schmeiße eine Datei in dieses Global Network, kriege so einen Hash zurück, und die Idee ist, das ist dann überall auf der Welt mit diesem Hash, diese Datei abrufbar, aber eher weniger klassischerweise dazu geeignet, so eine wachsende Sammlung von Dateien in so einer Art Collection, in so einer Sammlung zusammen online zu halten. Und das Hypercore-Protokoll, das sieht man auch schon ein bisschen vielleicht in diesem Logo, naja, nicht so wirklich, ist ein sogenanntes Append-Only-Log, also eine Reihe von Blöcken von Dateien, wenn man so will, oder Datensätzen, wo immer wieder was Neues hinzukommen kann und wo dann die Idee ist, jeder Knotenpunkt hat so seinen Log, das sich immer weiter erweitert, und dann kann ich aus mehreren dieser Logs, die kann ich quasi wieder zusammenfassen zu einer Datenbank oder so. Also es ist ein bisschen eher klassischerweise dafür geeignet, um eine sich immer erweiternde Sammlung zu machen. Inzwischen geht es auch eher mit IPFS auch. Ja, die weiteren Details dazu wären jetzt recht technisch, deshalb würde ich das vielleicht eher ausklammern. Kann aber gerne nachher nochmal in den Chat schauen oder kannst auch nochmal uns schreiben. Man findet, glaube ich, auch ein bisschen was dazu. Genau, aber man kann da jetzt nicht sagen, das eine ist besser als das andere, so per se. Das muss man dann wirklich in den technischen Details anschauen, was für was besser geeignet ist. Hypercore-Protokoll, noch ganz kurz vielleicht, ist deutlich besser darin, beliebige Peers miteinander zu verknüpfen tatsächlich. Das sagt IPFS immer, dass das damit auch gut geht. Geht aber seit ganz Neuestem vielleicht auch gut, ging lang tatsächlich nicht so gut. Genau, jetzt noch mal kurz zu den Projekten, an denen wir als ASO, also vielleicht ganz kurz, ASO ist ein kleines Tech-Kollektiv, 3-4 Leute im Moment. Und wir haben eben angefangen, uns auf so verschiedene Förderprogramme zu bewerben, um in dem Bereich Open Source Software zu entwickeln. Genau, und nachdem wir da mit Sonar unterwegs waren in dem Peer-to-Peer-Bereich, haben wir dann im letzten Jahr ein bisschen was anderes gemacht, was aber auch für die ganze Diskussion hier interessant ist, und zwar ein Tool entwickelt zusammen mit dem Cultural Broadcasting Archive in Österreich namens Open Audio Search. Ich gucke mal ganz kurz, habe ich hier einen Browser? Ich glaube schon, ne? Brave. Genau, Open Audio Search ist ein Tool, das Inhalte von über RSS-Feeds im Moment reinholen kann, also zum Beispiel von eben Freie Radiosnet und dem Cultural Broadcasting Archive in Österreich. Und dann nimmt es diese Inhalte, also die Audios dieser Inhalte, und packt sie in eine Speech-to-Text-Engine in Open Source. Speech-to-Text heißt automatische Transkription. Das heißt, Audio, Sprache wird genommen und in Text übersetzt. Ihr kennt das vielleicht von hier Google, hallo Google, ich will nach Hause fahren, sag mir den Weg oder sowas, und dann macht Google das. Und da gibt es auch in Open Source inzwischen einige Ansätze dazu. Wir haben da eine Engine genommen, für die es ganz gute deutschsprachige Modelle, wir haben erstmal mit Deutsch angefangen, gibt. Und genau, das holt sich dann diese Inhalte aus den RSS-Feeds und packt die durch diese Engine und das Ergebnis dann in eine Volltext-Suchmaschine. Also die Idee ist dann, dass wir unsere Audioarchive nach dem gesprochenen Wort durchsuchen können.
Genau, und wir haben hier eine Demo des Ganzen online unter demo.openaudiosearch.org. Da sind ein Auszug aus den Inhalten von CBA, also Cultural Broadcasting Archive und Freie Radiosnet online. Und wenn ich jetzt hier was aufmache, dann sehe ich hier unten das Transkript, das automatisch generierte. Hier rot-grün ist im Moment, das ist auch ein bisschen im Demo-Modus, die Konfidenz der Engine, die Sachen richtig erkannt zu haben. Das heißt, was grün ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es halbwegs stimmt. Bei rot deutlich schlechter. Und dann kann ich jetzt hier draufklicken und dann sollte es ab da abspielen. Präsidentschaftswahlen am 21. November boten hingegen ein enttäuschendes Ergebnis. Neben Gabriel Boric, der für das linke Parteien... Genau. Und was ich dann eben hier machen kann, ist, dass ich suchen kann. Also nehmen wir doch gerade dieses Beispiel, wenn ich jetzt nach Chile, gut, da ist jetzt auch hier drin, aber Boric suche oder so, dann finde ich hier, ja, es durchsucht auch, das war jetzt kein gutes Beispiel, also sie haben ja oft auch Beschreibungstexte dran, wo ich auch so schon die Volltextsuche machen kann, aber man findet doch immer wieder schon in den Versuchen hier auf dieser noch nicht sehr vollständigen Archiv, suche ich mal nach zum Beispiel Polizeigewalt, haben wir öfters als Beispiel genommen. Genau, dann finde ich hier zum Beispiel den libertären Podcast November-Rückblick 2021, wo dann im Text irgendwo der Satz Opfer von Polizeigewalt vorkommt. Und die Idee ist, dass wir damit dann eben gerade auch ältere Inhalte wieder mehr zugänglich machen können. Also weil gerade im Radiobereich ist es oft, haben wir da die Aufzeichnung Tagesinfo vom 25. Januar 2007. Ist noch da, habe ich hier die Aufzeichnung. Hat aber damals nie jemand einen Beschreibungstext dazu verfasst. Das heißt, es ist zwar da, aber also wer hört sich schon das Tagesinfo vom 25. Januar 2007 an? Wenn ich aber das hier dann da drüber lege und was wir dann auch noch machen werden, was gerade noch nicht hier online ist, dass wir versuchen dann aus diesen Transkripten noch so Keywords rauszuholen, dass man dann da hier, so wie hier jetzt schon nach Genre, das sind jetzt die Daten, die quasi von den RSS-Feeds mitkommen, aber das dann hier noch in Zukunft gibt Keywords oder man kann auch so versuchen, Locations zum Beispiel, also Orte zu erkennen oder auch Zeiten, also Daten. Und dann, genau, ist die Idee, diese Inhalte damit wieder zugänglich zu machen über diese automatisch erstellten Transkripte. Genau, das ganze Tool ist Open Source und wurde jetzt eben zusammen mit dem CBA im letzten Jahr entwickelt und ist gerade als Demo online und die Idee ist, dass absehbar aus der Demo dann eine öffentliche Seite wird. Funktioniert das mit Dialekten? Jein. Die Frage so war gut. nur noch mal für alle, dass alle hören, wie das funktioniert mit Dialekten. Ja, nicht so sehr gut. Also je höher der Dialekteinschlag, desto schlechter funktioniert es. Tatsächlich, wir haben das ja, wie ich schon sagte, mit Leuten aus Österreich zusammen gemacht, die ein österreichisches Audioarchiv betreiben, wo es bald, also wenn der Dialekteinschlag höher wird, tatsächlich recht schlecht wird. Und die sind jetzt auch daran zu versuchen, Geld aufzustellen, um ein österreichisches Modell für diese KI zu entwickeln. Das gibt es nämlich tatsächlich bislang keines in Open Source und auch in proprietär fast nichts. Das ist oft so ein Thema bei kleineren Sprachen, dass man da dann deutlich weniger dieser Tools verwenden kann, also dieser KI-Tools, die auf Sprache irgendwie operieren. Genau, und da ist jetzt gerade ein Versuch, dass die mit auch Unis zusammen und vielleicht sogar dem österreichischen Rundfunk da versuchen wollen, ein eigenes Modell zu trainieren für Österreichisch. Man braucht dann eben, um sowas zu trainieren, so Transkripte, also vorhandene Transkripte, mit denen man dann diese KIs trainieren kann. Also man merkt schon auch, wenn man sich da in so neue Technologien begibt, dass eben auch größere Player dann Interesse haben und auch zusammenarbeiten, Ja. wie in dem Fall der ORF. Weitere Fragen? Wir hätten noch 5 Minuten und würden dann Pause machen. Moment, das Mikro kommt. Ging, wenn wir über IP und Sicherheit, also wenn du darüber gesprochen hast, VPN, gibt es eine Schicht der Sicherheit? Kann man das ein bisschen vertrauen oder gar nicht? Bei VPN gilt grundsätzlich, du kannst dem VPN so lange vertrauen, solange du dem Anbieter dieses VPNs vertraust. Was, wenn man sich irgendein VPN online
klickt, ohne sich damit zu beschäftigen, man im Normalfall nicht kann. Das heißt, man ist dann schon getarnt erstmal unterwegs, aber nur so lange, solange dieser VPN-Anbieter nicht mit aufzeichnet, was du tust und diese Daten dann einer interessierten Partei zur Verfügung stellt. Wenn es um ganz direkt Practical Security hier geht, würde ich im Normalfall eine Empfehlung für RiseUp aussprechen. Das ist eine meiner Ansicht nach sehr vertrauenswürdige Crew in den USA und anderswo, die einen VPN zur Verfügung stellen. Habt ihr noch weitere Fragen? Achim hier. Das hat es doch schon so halb beantwortet, aber ich wollte mal fragen, wie die Roadmap aussieht und wie weit, also ob es schon abschätzbar ist, wann die Tools so einsatzbereit sind. Nicht wirklich, nee. Also dieses Open Audio Search, das ist einsatzfähig. Da fehlen noch so ein paar Features, um es abseits dieser Demo-Instanz auch so eigenständig leicht verwenden zu können. Aber da würde ich damit rechnen, dass in 2-3 Monaten wir so ein Release mit Announcement dann auch machen. Ihr könnt euch das installieren, um dann eure eigenen Inhalte da reinzustecken. Und wir dann auch mit einer Instanz an den Start gehen werden, wo man dann auch noch mehr reinholen kann. In Bezug auf die Peer-to-Peer-Tools, die wir da entwickelt haben, kann ich da keine wirkliche Aussage dazu machen, weil die Förderung, mit der wir das entwickelt haben, die ist soweit durch. Im Moment ist es jetzt Hobbyprojekt und auf Hobbyprojekte, da gilt when it's done, würde ich sagen. Genau, wir sind auch weiterhin in dem Bereich unterwegs und was Tech für Radios angeht, erstmal ist wahrscheinlich nochmal aus einer bisschen anderen Ecke, nämlich so dem direkten Needs. Es braucht Mediatheken für Radios, da steht diese Peer-to-Peer, bisschen experimentellere Komponente eher im Hintergrund erstmal, außer dass ich denke, es macht sehr viel Sinn, von Anfang an darauf zu achten, dass so die Datenmodelle und so damit recht gut kompatibel sind. Ja, auf die leicht verwendbaren Peer-to-Peer-Tools. Ich habe immer Lust daran weiterzumachen und wenn da andere auch Lust haben, dann sich gerne melden oder man Leute kennt, die in dem Bereich unterwegs sind, dann kann man immer auch nochmal versuchen, Förderanträge und so zu stellen. Die Aussichten sind da immer noch relativ gut, glaube ich, durchzukommen, aber es braucht dann eben motivierte Leute mit den dafür erforderlichen Skills oder dem Willen, sich die anzueignen. Also wir sind da immer sehr an Zusammenarbeiten interessiert, aber eine konkrete Roadmap, wann das einfach zu verwendende Peer-to-Peer-Tool zum Austausch von Medien und Metadaten da ist, kann ich nicht geben. Zum Thema Mediatheken, an denen ihr arbeitet, also da sind wir ja auch auf der Suche nach Lösungen. Denkt ihr, dass da ist es da ein großer Schritt, Video zu implementieren oder ist wahrscheinlich. Also für ziemlich viele Aspekte ist so eine Mediathek relativ egal, würde ich sagen, ob es dabei um Video und Audio geht. Also alles, was so Metadaten angeht, Verwaltung, auch Dateiaustausch und so, da spielt es keine große Rolle. Der Bereich, wo es dann eine Rolle spielt, ist, wenn es um das Abspielen des Videos auf verschiedenen Geräten und Systemen geht. Da muss man im Normalfall eben Transcoding machen, also die Videodatei, die ich hochlade, dann in verschiedene Formate konvertieren. Es sind nicht mehr ganz so viele, wie es früher waren, aber immer noch, glaube ich, mindestens 2, wenn man auf allen Plattformen funktionsfähig sein will, und im Normalfall will man noch mehrere Auflösungen bereitstellen, ja, so dass es auch auf schneller Verbindung in guter Qualität und auf schlechter Verbindung in schlechter Qualität verfügbar ist. Also das ist schon so ein eigener Bereich. Da gibt es aber auch relativ viele Open-Source-Tools schon für diesen Bereich. Also ich würde sagen, es macht zurzeit immer Sinn, da Video auch gleich mitzudenken. Was da dann noch zu beachten ist, dass Video teurer ist sozusagen im konkreten Betrieb einer Mediathek, dann einfach, weil die Daten viel, viel größer sind und dieses Transcoding braucht ordentlich Rechenleistung, wenn das halbwegs zeitnah nach dem Upload dann in den verschiedenen Formaten zur Verfügung stehen soll. Audio ist da relativ überschaubar, auch in den Dateigrößen. Also ich glaube, dieses ganze freie Radionet hat
weniger als 1 Terabyte oder vielleicht 1 Terabyte Speicherplatz, was jetzt heutzutage keine krasse Dimension ist. Aber bei Video wird es dann schon schnell richtig viel, wenn das mal so ein Jahr 24-Stunden-Aufzeichnung habe oder so in aller Fernsehsender oder so, dann ist das schon ordentlich Datenvolumen, wo man entweder dann zahlen muss, ein paar hundert Euro im Monat wahrscheinlich, oder man halt sich um Sponsoren bemühen muss. Aber Video umsonst hosten geht nicht. Ja, leider müssen wir da langsam zum Ende kommen, weil es ist jetzt schon 11.25 Uhr und dann gehen wir in die Pause. Ich glaube, da gibt es bestimmt noch einige Fragen, die man dann auch in der Pause weiter diskutieren kann. Und nach der Pause wird uns Alexa Steinbrück einen Vortrag bringen. Danke, Franz, und danke für die Fragen. Danke euch. Ja.